Wir haben über die letzten Jahre in diesem Bereich der XXL-Strukturen für Offshore, für die Windkraftanlagen, immer wieder den Impuls von unseren Auftraggebern erhalten, dass wir die Produktion beschleunigen müssen. Da kommt man bei der Abarbeitung mit Personal und mit dem Standard-Equipment, was aktuell verfügbar ist, an seine Grenzen. Somit mussten wir uns Gedanken machen, was ist der nächste Schritt, um bei dem Kunden die Produktionskapazitäten zu erhöhen. Ein wichtiger Punkt dabei ist die Effizienz und die Schnelligkeit. Und das kriegt man mit der Automation hin. Das haben wir vor ein paar Jahren schon richtig verstanden und haben uns dann auf die Suche gemacht nach dem richtigen Partner, mit dem wir diese Idee umsetzen können. Wir haben bei Fenjakob ganz schnell gemerkt, das ist der richtige Partner, der bringt die richtige Energie mit rein und da werden wir ein erfolgreiches Projekt gemeinsam zustande kriegen. Für uns ist das erste Mal, dass wir eine Anlage zum Teil fahren, nicht das Teil zur Anlage. Das liegt an den großen Dimensionen der Bauteile. Das war eine Kundenanforderung von Rodopi. Das war unser erstes Projekt, wo wir größere Dimensionen haben. Wir sprechen hier von Monopiles mit einem Durchmesser von 12 bis 15 Meter. Das war erstmal auf jeden Fall eine Umstellung, dass wir eine Maschine deutlich größer auslegen müssen, als wie wir es bisher tun. Im Prinzip bin ich sehr glücklich, dass es jetzt funktioniert und dass wir in der kürzeren Zeit, die wir zur Verfügung gekriegt haben vom Kunden, so ein gutes Ergebnis hingekriegt haben. Also bei der Anlage ist es sehr besonders, die ist extra so ausgelegt, dass wir möglichst wenig Montagezeit vor Ort beim Kunden haben. Das ist generell die erste Lackieranlage, die wir gebaut haben, die einen eigenen Fahrantrieb hat, um sie von Halle zu Halle zu fahren oder von Bauteil zu Bauteil. Beschichtungsstoffhersteller brauchen auch Verarbeiter, die die Beschichtungsstoffe verarbeiten. Und die Zusammenarbeit hat hier wunderbar funktioniert. Es ist eine Symbiose aus Automation, technischem Know-how und Beschichtungsstoffe mit den höchsten Ansprüchen. Wir haben am Anfang uns wirklich viel Zeit gelassen, um alle unsere Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben, im Vorfeld schon einzubringen, bevor wir das erste Mal Lack auf die Anlage geben. Aber tatsächlich beim ersten Mal schon ein Ergebnis erzielt, was alle Erwartungen übertroffen hat. Klar haben wir unsere Erfahrungen im Beschichten, aber selbst ich war überrascht, dass der erste Schuss wirklich absolut positiv war, auch von Seiten des Kunden bzw. unseres Auftragsgebers Rodopi. Wir sind die Firma Wiemer. Wir haben die Anlagentechnik in dieser Anlage von Fenjakob verbaut. Ohne uns würde praktisch die Farbe nicht auf dem Monopile landen und das ist eigentlich unser Beitrag bei der Geschichte. Wir machen viel mit Prototypenbau und ja, es ist halt mal eine neue Herausforderung. Ich bin Ergün Şefikoglu, ich bin der Bauleitung von Firma Rodopi Corrosion Protection. Ich bin sehr begeistert von dieser Anlage. Hat mich gefreut, dass der Anlage jetzt alles kann. Das war der Eindruck jetzt am Anfang nicht so groß, dass es schafft oder schafft nicht der Roboter, dass der erwünschte schichtige, erwünschte Positionierung von Beschichtungsstoffe. Also bin ich sehr glücklich darüber und wir hoffen, dass das nächste Step sind ja auch noch Innenbeschichtung von den Monopiles. Wir haben bereits mit dem kommerziellen Angebot den ersten Entwurf unserer Idee erhalten und das war nochmal die Bestätigung, das ist der richtige Partner. Bei der Auswahl des richtigen Partners war für uns wichtig die Flexibilität. Wir haben eine große Ansammlung an Erfahrungen aus dem Bereich, die wir zu Papier bringen müssen und die wir in irgendeine Maschine, in eine Teilautomation übersetzen müssen. Da ist es wichtig, dass der Partner maximale Flexibilität mit sich bringt, dass die Teams und die gesamte Organisation so aufgebaut sind, dass wir eben Einfluss nehmen können. Bei Fenjakob war das von Anfang an das Signal und auch in der weiteren Zusammenarbeit hat sich das bestätigt. Wir haben ganz schnell gemerkt, dass Fenjakob sich sehr interessiert hat. Obwohl Fenjakob in dem Bereich Offshore-Strukturen noch nie etwas gemacht hat, haben die sich so eingesetzt, als wäre das deren täglich Brot und haben signalisiert, wir finden das sehr interessant und wir können das machen.